Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Videodreh. Ich möchte heute mit euch das Marktumfeld betrachten. Zunächst weise ich euch auf den Disclaimer hin. Ich mache hier weder eine Anlageberatung, noch fordere ich zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten auf. Alle Informationen, die ich hier bereitstelle, stellen meine persönliche Meinung dar. Das bitte ich zur Kenntnis zu nehmen. Heute möchte ich mit euch das Marktumfeld betrachten. Das Marktumfeld ist eine wesentliche Entscheidungsgrundlage für den Aktienkauf oder auch Verkauf. Denn selbst wenn die Zahlen und der charttechnische Trend einer Aktie stimmen, aber das Marktumfeld negativ ist, so kann es sein, dass eine Aktie, die die besten Voraussetzungen hat, zu steigen, trotzdem fällt. Das Marktumfeld habe ich nach dem Konzept von William O'Neill umgesetzt. William O'Neill prüft in den Aktienindizes die Verkaufstage. Verkaufstage sind alle Tage, die mit minus 0,2% oder niedriger unter höherem Volumen zum Vortag schließen. Der deutsche Aktienindex hat derzeit 7 Verkaufstage. Wie ihr hier schon seht, ist das aktuelle Marktumfeld im DAX volatil und findet immer wieder Unterstützung am 50-Tages-Durchschnitt. Heute am 26.05.2021 haben wir 7 Verkaufstage im deutschen Aktienindex. Der erste Verkaufstag ist in der Rückschau 5 Wochen seit dem heutigen Datum. Das heißt hier konkret am 27. April mit minus 0,31%. Und weitere Verkaufstage gibt es dann hier am 28., am 4. Mai, 11. Mai und so weiter. Tage, an denen der Aktienindex sich umkehrt und einen sogenannten Stalling Day erreichte, sind auch Verkaufstage. So zum Beispiel hier am 28. April, da haben wir plus 0,28%, aber der Aktienindex stand vorher höher und wurde dann abverkauft, sodass das auch ein typischer Verkaufstag ist. Parallel dazu verfolge ich die Aktienindizes S&P 500 und Nasdaq, wie ihr hier sehen könnt. Und auch diese Indizes haben eine hohe Anzahl von Verkaufstagen. Wie ich euch schon hier gerade gezeigt habe, ist das Marktumfeld im DAX sehr volatil. Der DAX sieht aus, als wollte er weiter steigen, insbesondere auch dann, wenn ihr den Wochenchart betrachtet. Hier könnt ihr gut sehen, dass die letzten 3 Wochen in der Woche 3., 5. und 10.5. sowie 17.5. der Aktienindex jeweils Unterstützung an der orangen Linie, dem 10-Wochen-Durchschnitt, gefunden hat und im oberen Bereich der Wochenkerze geschlossen hat, was stark bullish ist. Und auch das neue Allzeithoch in dieser Woche ist bullish. Trotzdem beachtet der kluge Investor die Anzahl der Verkaufstage, die in der Summe 7 sind, was bedeutet, dass der Aktienmarkt mit
einer guten Wahrscheinlichkeit trotzdem in eine Korrektur übergehen könnte. Ich möchte auch ergänzend euch auch sagen, warum das gut möglich ist. Hier in der Nasdaq könnt ihr sehen, dass die Nasdaq ein altes Allzeithoch hier im März, was haben wir hier gesagt, am 12.02.21 hat sie ein altes Allzeithoch gemacht. Das war das höchste Volumen. Danach wurde der Nasdaq abverkauft, meistens mit Wochenkerzen, die im unteren Bereich schlossen und auch immer ein höheres Volumen hatten als die Wochenkerzen, die positiv waren. Hier ist eine Wochenkerze, die im oberen Bereich schließt, hier die nächste. Und als der Nasdaq dann einen Rebound vollzogen hat und auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen ist, waren auch trotzdem die Wochenkerzen immer in einem niedrigeren Volumen. Hier seht ihr bei dem Ende April, Anfang Mai sind wieder rote Wochenkerzen unter steigendem höherem Volumen als die positive Tendenz ist. Das erste Hoch hatte ein sehr starkes Volumen, der Rebound ein schwaches Volumen. Der zweite Punkt ist, die Wochenkerzen, die roten Wochenkerzen haben fast immer im unteren Bereich geschlossen. Hier mal in der Mitte. So, und das dritte ist, dass die roten Wochenkerzen unter höherem Volumen als die blauen Wochenkerzen geschlossen haben. Das bedeutet, es gab weniger Kaufinteressenten an der Nasdaq und mehr Verkäufer. In Summe bedeutet das, dass die Nasdaq weniger Kaufinteresse hat seit dem Erreichen des ersten Allzeithochs hier im Februar 2021, und das ist ein zusätzliches Warnsignal. Fazit. Obwohl die Aktienindizes nach Steigen aussehen, die Konjunkturerwartungen sich verbessern mit Ende der Corona-Krise, sendet die amerikanische Börse Nasdaq zahlreiche Warnsignale. Der deutsche Aktienindex sendet Warnsignale mit der Anzahl von 7 Verkaufstagen. Und ihr solltet überlegen, ob ihr möglicherweise Teilgewinne realisiert oder enge Verkaufsstopps setzt, um von einem rückläufigen Aktienmarkt nicht überrascht zu werden. Für tiefergehende Fragen nehmt bitte Kontakt mit mir auf. Gefällt euch das Video, so hinterlasst bitte jetzt einen Daumen oder abonniert meinen Kanal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank.